Fahrt über Winter in die Türkei, haben sie gesagt. Da ist immer schön warm, haben sie gesagt. Natürlich wissen wir das, dass hier Schnee liegt im Osten der Türkei. Wir sind hier auch auf 2500 Meter Höhe. Das ist schon ziemlich cool. Wir müssen uns auch jetzt erstmal eine SIM-Karte kaufen, weil wir sind ja gerade eingereist von Georgien in die Türkei. Hat eigentlich alles problemlos geklappt am Grenzübergang. Georgien, ging alles super schnell. In der Türkei wurde gerade gebaut, der Grenzübergang. Dadurch war halt nichts beschriftet. Und wir sind das erste Mal, an dieser LKW-Schlange sind wir vorbeigefahren, so wie wir das eigentlich immer machen, weil wir Camper sind und nichts zu verzollen haben. Und es gab aber halt nur eine Schlange. Es gab nur eine für LKW und PKW zusammen. Stand aber nirgendwo. Und dann sind wir schon einfach in die Türkei reingefahren, ohne das zu wissen. Weil war halt alles gebaut, keine Schilder, nix. Und waren wir auf einmal in der Türkei. Und dann kam halt eine Grenzerin, kam ganz aufgeregt hinterhergelaufen, winkte und hat geschrien. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, oh, irgendwas ist falsch gelaufen. Umgedreht, wieder zurück, hinter den LKW wieder angestellt und dann war da ein Baucontainer, wo dann ganz drinnen stand ein kleines Schild Passport Control. Und da sind wir dann rein und haben halt die ganzen Papierkram gemacht, haben jetzt auch den Stempel bekommen, dass wir mit dem Fahrzeug länger als 30 Tage, oh, hier fahren gerade der LKW runter, ich mache mal kurz Pause. Den roten kannten wir eben auch schon von der Grenze. Der stand auch hinter uns. Der musste sogar einmal zurücksetzen, hat uns dann vorgelassen, weil da irgendwas nicht in Ordnung war bei den Papieren. Ja, also was wichtig ist, wenn man länger als 30 Tage in der Türkei bleiben will, das muss man extra beim Grenzübertritt sagen, weil dann kriegt man noch einen Stempel fürs Fahrzeug in die Papiere. Ansonsten darf man mit dem Fahrzeug nur 30 Tage da bleiben, wenn man das nicht explizit sagt. Und das hat er jetzt bei Andrea, hat er das in den Pass mit eingetragen. Dass wir jetzt, ich glaube, bis 6.2. Ne, dürfen wir jetzt hier in der Türkei bleiben, weil 10 Tage ging ja schon runter vom letzten Mal. Und ja, wir freuen uns. Ich glaube nicht, dass wir so lange bleiben, weil wir haben ja noch einiges vor. Das werden wir nachher später nochmal berichten, was so geplant ist und warum wir auch schon halt hier wieder in der Türkei sind. Aber jetzt werden wir es erstmal hier ein bisschen genießen.
Wir sind jetzt schon etwa 1,5 Wochen in der Türkei zurück, aber irgendwie haben wir noch nicht so viel gefilmt. Ne? Nee, nicht so viel wie sonst. Waren nicht so gut drauf und dann haben wir halt irgendwie auch ein bisschen wenig gefilmt, obwohl die Landschaften waren richtig atemberaubend. Also wir sind ja ganz im Osten gewesen, sind dann von Georgien runtergefahren und sind auch an dem Arata vorbei, einen über 5000 Meter hohen Berg. Das ist mal ein Vulkan gewesen, Schnee eingehüllt, wunderschön, direkt an der iranischen Grenze, genau, jetzt musste ich kurz überlegen. Und sind dann weitergefahren, so ein bisschen südlicher, standen am Lake Van, Genau. also das ist der größte See, ne? Der Ja, ist größte, der größte See der Türkei. Beeindruckend. Liegt auf 1600 Meter Höhe. Wir hatten dann einen mega Stellplatz. Wir standen so zwischen See, also wir standen so direkt am See, am Strand und im Hintergrund war dieser Berg, auch ein 4000 Meter hoher Berg. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Also auch ein Erloschener Vulkan, genau. Und die Landschaft ist wirklich einzigartig. Also da hätte man so toll wandern gehen können, aber ja, irgendwie... Ja, irgendwie waren wir ein bisschen wehmütig, weil wir dann aus Georgien raus sind und es hat uns da halt wirklich gut gefallen. Also wir hätten auch noch mal knapp 4 Wochen fast bleiben können, aber irgendwie hat es uns ja doch weitergezogen. Und dann Türkei. Ja, wir hatten auch einen nicht so schönen Start in die Türkei. Das war alles ein bisschen unschön. Das war so, wir sind rübergefahren über die Grenze, war alles cool. Also es lag einfach, wahrscheinlich unsere Einstellung war einfach ein bisschen pessimistisch. Und wenn man eine pessimistische Einstellung hat, passieren schlechte Dinge, glaube ich einfach dran. Das ist Karma. Und wir fahren halt rüber über die Grenze und das erste, einen dicken Steinschlag in der Scheibe. So, das ist ein richtig dicken. Ja, müssen wir halt, also jetzt noch nicht, aber wenn wir wieder, spätestens in Europa, müssen wir die halt wieder tauschen, die Scheibe. Und ja, dann... Ja, irgendwie haben wir dann auch keinen Stellplatz gefunden, die erste Nacht. Und dann sind wir bis in die Dunkelheit reingefahren und haben uns dann, sind dann irgendeine Straße rein und haben uns dann... War aber richtig schöne Stelle. Am nächsten Morgen, als die Sonne dann aufging und standen wir auch in so einer schönen Schlucht. Also ich glaube, da haben wir sogar ein bisschen gefilmt. Ich glaube, wir können ein paar Aufnahmen einblenden. Das sah echt hübsch aus. Und dann, ich überlege gerade, was ist dann noch passiert. Ah ja, genau, dann wollten wir die SIM-Karte kaufen und das war auch so ein Martyrium. Ja, also dann waren wir in der ersten größeren Stadt und irgendwie hat leider keiner Englisch gesprochen. Also sie waren super nett und haben dann auch versucht, mit einem Übersetzer zu arbeiten. Aber als wir das letzte Mal reingefahren sind, konnten wir eben gleich eine SIM-Karte kaufen mit 100 Gigabyte. Das war diesmal nicht möglich. Also es war überhaupt nicht möglich, mehr als 20 Gigabyte zu buchen. Ja. Und dann haben wir das erstmal genommen und sind auch weitergefahren und damit kommen wir mittlerweile klar, weil das muss man dann so aufladen und das funktioniert eigentlich über eine App, aber das hat nicht mehr oder weniger gut. Irgendwann waren unsere Kreditkarten gesperrt, also für die App nur und das war irgendwie ein bisschen nervig, dann mussten wir alle 3 Tage, dann so einen Store anfahren, um uns wieder Geld aufladen zu lassen. Das wollte auch keiner, irgendwie nur 100 türkische Lira, also gerade mal 5 Euro, wollten die halt immer nur aufladen und damit kommt man immer nicht so weit und dann mussten wir alle paar Tage halt so einen Store anfahren. Das an sich alles nichts Schlimmes, aber das sorgte halt einfach dafür, dass unsere Stimmung irgendwie immer weiter runterging. Mittlerweile ist alles wieder fein, also wir fühlen uns wieder gut. Ja. Und sind jetzt ja auch schon ein bisschen weitergefahren, sind jetzt hier in Kappadokien. Genau, also wir wollten eigentlich ein bisschen mehr Zeit auch im Südosten verbringen, aber da ist es halt gerade ein bisschen schwieriger, weil die Grenzsituation halt gerade nicht so... Genau, also wir sind jetzt gerade, es gab halt eine Explosion in Istanbul und dementsprechend haben die Türken halt im Osten, das ist der kurdische Teil der Türkei, halt die Militärpräsenz enorm erhöht. Und es gab halt überall Checkpoints. Also es gibt wohl sonst auch Checkpoints, auch ja, viele, aber es waren halt noch mehr als sonst. Also so auf 30, 40 Kilometer, die wir da gefahren sind, hatten wir durchaus mal 4 verschiedene Checkpoints, wo dann wirklich große Radpanzer mit Maschinengewehren und alle maskiert und... Sie haben uns als Touristen, also wir haben wirklich einen Bonus. Ja, das ist schon ein Privileg, hier Tourist zu sein. Die haben nie in unser Fahrzeug geguckt, aber so zu den Einheimischen, man hat es ja ein bisschen mitbekommen, war es schon immer recht ruppig, so, was so rüberkam. Und dann mussten auch alle raus und dann sind die Sprengstoffhunde da durch und es war schon ein bisschen bedrückend. Ja, war schon ein komisches Gefühl und so richtig will man sich daran ja auch nicht so gewöhnen. Also wir zumindest nicht, so die ganzen... Ja, Militär stehen wir eher ein bisschen skeptisch gegenüber. Ja, und deshalb sind wir halt weitergefahren und dann sind wir jetzt hier in diesem wundervollen Kappadokien. Also wir wussten ja vorher schon, dass das... Ja, man kennt das, also wir kannten das auch nur so von den ganzen Social-Media-Kram, so Instagram und man sieht immer diese Bilder und denkt so,
Ja. Mit Photoshop ein paar Ballons eingefügt. Nee, ist nicht so. Das sind wirklich, das sind hunderte von Ballons. Das ist einfach spektakulär, das mal zu sehen. Aber es ist halt auch richtig krass touristisch. Ja, also es gibt in der Stadt gibt's auch so Hotels mit Dachterrassen, wo man sich dann, also da kann man halt raufgehen und Fotos machen mit den Ballons dann im Hintergrund. Da ist dann alles drapiert mit irgendwelchen Stoffen und dann sind da Gemüseschalen oder Obstschalen und Teppiche. Und da bezahlt man wirklich nur Geld dafür, dass man da rauf hat. Dann hat man so 5 Minuten, dann stehen da diese drapierten Schalen, da legt man sich so hin, macht ein Bild auf der Ding und dann die Ballons im Hintergrund und bezahlt halt dann Geld dafür. Und davon lebt mittlerweile die Region hier. Das ist ja auch cool. Also ist auch wunderschön. Also ich war heute Morgen, also das war der Wahnsinn. Ja, so also in der Dunkelheit, wir können das nachher gleich mal zeigen, haben so ein paar schöne Aufnahmen gemacht, wie halt in der Dunkelheit noch die Ballons aufgeblasen werden. Oder wie nennt man das? Die werden ja, ich weiß gar nicht. Ja, ich sage immer aufgebaut. Ja, gut, aufgebaut. Also sie werden ja irgendwie befüllt und dann werden diese Gasbrenner angemacht und dann steigen diese riesigen Ballons auf. Das ist schon richtig cool, das Ganze halt mal zu sehen. Ja, also jetzt sind wir so ein bisschen angekommen in der Türkei und können uns hier auch noch mal ein bisschen mehr angucken. Aber an sich haben wir ja auch einen Plan und wollen weiter. Also, stimmt, wir hatten ja noch einen Plan. Naja, wenn man das Plan nennen kann. Weil an sich ist es nur so eine Idee, die uns schon so ein Jahr Über ein Jahr schon, ja. Also wir überlegen halt mal segeln zu lernen. Also wir sind irgendwie so ein bisschen fasziniert davon. So ein bisschen auch die Überlegung im Hinterkopf, vielleicht könnte man ja mal aufs Segelboot ziehen. Ja. Also ob wir das wirklich durchziehen, keine Ahnung. Deswegen wollen wir jetzt erstmal, so eine Idee ist nach Griechenland und uns da halt jemanden suchen, der uns mal mitnimmt. Der uns mal mitnimmt, vielleicht ein bisschen Segelerfahrung hat. Also falls da jemand Tipps hat, sind wir dankbar für. Wir haben noch gar keine Ahnung davon. Also wir wissen auch noch nicht, ob das was für uns ist. Das müssen wir beide auch mögen. Es wäre ja nicht so schön, wenn nur einer das irgendwie mag und der andere nicht. Ja. Aber deshalb wollen wir es ausprobieren und mal schauen, was das so mit uns genau. Und dann, wenn wir wirklich beide sagen, ja cool, das gefällt uns, das können wir uns auf längerfristig vorstellen, dann würden wir halt dann sagen, vielleicht kaufen wir uns ein Segelboot. Ja, und du weißt ja schon, wie die Anzeige aussehen soll. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, weil beides geht halt nicht. Also wir müssen uns dann ja schon entscheiden, ob jetzt hier Camper oder Segelboot. Und dann würden wir eine Anzeige schalten, tauschen Expeditionsmobil gegen Segelschiff mit Eisklasse. Weil wir haben natürlich auch schon so im Kopf so ein bisschen so ein paar Traumziele. Ja, das muss man dann sehen. Wo es hingehen sollte. Aber erst mal ganz langsam, wir gucken mal, ob uns das gefällt. Ich denke mal, das wird sich jetzt so in 23 wird sich das entscheiden, ob uns das gefällt oder nicht. Und dann müssen wir uns überlegen, ob es weitergeht. Ob wir weiterhin mit Peppi unterwegs sind. Achso, er darf das nicht hören. Genau, das dürfen wir nicht zu laut sagen. Eigentlich sind wir nicht abergläubisch, aber er hat uns nie in den Stich gelassen. Also echt tolles Auto. Und aber wir sind jetzt 3 Jahre, also wir haben ihn jetzt seit 2017 haben wir ihn und leben jetzt halt komplett 3 Jahre in ihm und irgendwie hat man mal ein bisschen, oder wir haben einfach Lust auch wieder auf eine Veränderung. Also so irgendwie mal was Neues auszuprobieren und irgendwie segeln ist eine coole Vorstellung, dass man sich auch so einfach mal ausprobieren. Fortbewegen kann, ohne Geld auszugeben theoretisch. Muss man natürlich auch mal gucken, wie das halt alles finanziell läuft, so mit dem Auto. Ja, unsere höchste Position, also von den Kosten, die wir monatlich haben, ist jetzt eigentlich immer meistens Diesel, wenn wir so reisen. Ja. Aber das Gute ist halt, wenn man halt sozusagen ein bisschen knapp ist, lässt man das Auto einfach stehen, verbraucht nichts und hat an sich relativ wenig Kosten. Und beim Segelboot stelle ich mir schon schwieriger vor, weil man ja doch oft Marinas anfahren muss, gerade wenn das Wetter nicht mitspielt und ich denke mal, so günstig sind die nicht. Ja, auch so über den Winter, falls man dann in den kühleren Regionen ist. Müssen wir uns erstmal mit vertraut machen. Also wir haben schon ein paar YouTube-Videos geguckt, wie das so läuft und bisher sind wir noch ganz begeistert davon, ganz angetan und werden erstmal anfangen, da in Sachen Segeln mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Freuen wir uns schon. Aber erstmal gucken wir uns die Türkei natürlich noch ein bisschen an, weil es ist hier ja... Ja, genau. Und dann nochmal Griechenland, vielleicht auch nochmal eine Olymp-Tour, das haben wir ja letztes Mal nicht geschafft, mal im Winter auf den Olymp. Aber und dann schauen wir mal weiter. Aber wir freuen uns schon drauf und werden das Ganze natürlich auch begleiten. Also mit Kamera. Na gut. Ja, dann lass uns mal weiter. Lass uns mal weiterfahren.
nochmal kurz zu unserem Steinschlag. Also wir haben den auch mehr oder weniger professionell repariert. Das Gute, glaube ich, also bilde ich mir zumindest ein, ist, das Ganze ist halt auf über 2000 Meter Höhe passiert. Dann haben wir es gleich sauber gemacht, haben wir so mit dem Messer sauber gekratzt, die ganzen kleinen Splitter raus und haben dann Klebstoff reingedrückt und sind dann halt ja runtergefahren, so ins Tal auf 1000 Meter. Und ich bilde mir zumindest ein, dass dann dieser Klebstoff, weil die Druckverhältnisse ändern sich ja, der Außendruck steigt und hat sich dann so schön in die Risse reingedrückt und ist dann da ausgehärtet, damit er kein Wasser reinzieht. Also dürfte er theoretisch auch nicht weiter reißen. Mal sehen. Also er hat es jetzt schon seit 1,5 Wochen und ist nicht weiter gerissen. Hoffen wir mal, dass es so bleibt.